haben uns mal Gedanken gemacht darüber, dass wir als Christenmenschen zum Volk Israel dazugekommen sind. Wir gehören dazu. Unsere Herzen sind beschnitten, unsere Vorbilder kommen aus dem Volk Israel. Unser Herr ist der Herr des Volkes Israel. Jesus war aus dem Volk Israel. Das haben wir beachtet und haben auch gesehen, wir müssen diese Ecken wieder zusammenbringen, besonders zwischen messianischen Juden und Christenmenschen. Und ich habe mich stark auseinandergesetzt mit Dingen im Ersten Bund, ja, das Alte Testament zum Beispiel, und mich gefragt, hey, wo hat das Dinge drin, die wir gerne nicht beachten, die an uns vorbeigehen? Und ich habe gemerkt, es gibt im Alten Testament, in den 5 Büchern Mose, gibt es 3 Feste, die das Volk Israel feiern sollte. Und diese 3 Feste waren in Jerusalem gefeiert. Es wurde erwartet, dass alle Männer nach Jerusalem kamen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Also der Punkt war nicht Jerusalem, sondern der Punkt war die Gottesbegegnung. Ja? In der Sprache des Alten Testaments waren die Männer die Vertreter der ganzen Sippe, Gemeinschaft oder Familie und nicht die Frauen. Das hat sich Gott sei Dank durch den Neuen Bund geändert. Ja, aber diese 3 Feste haben eine Bedeutung, die über den Ersten Bund hinausgeht, die hineingreifen in die Geschichte des ganzen Volkes Gottes. Also auch derer, die sich Christen nennen. Und diese 3 Feste sind das Osterfest, Pessach, das Pfingstfest, Shavuot, und das Erntedankfest Sukkot. Das waren also die 3 Kernfeste, die eine Kernbedeutung hatten. Und für uns als Christen sind eigentlich 2 dieser Feste erfüllt. Wir schauen das an. Und auf eines dieser Feste warten wir noch. Und weil diese Feste uns so viel Erinnerung geben, könnten sie auch Wichtigkeit für den Alltag unseres Glaubens in christlichen Gemeinschaften, besonders in der Vineyard haben. Pessach, Ostern. Was feiern wir? Also das Osterfest war für den Auszug aus Ägypten gedacht und die Menschen mussten sich schützen, historisch oder in dieser Geschichte, im Narrativ vom Auszug aus Ägypten, vor einem Engel des Todes. Sie mussten ihre Pfosten bestreichen mit Blut von Opfertieren. Sie mussten das Haus reinigen von jedem Krümel von Sauerteig, weil der alles durchwirkt, um sich vorzubereiten auf den Auszug aus Ägypten. Und im neutestamentlichen Sinne ist Pessach, das Osterfest, das ultimative Fest des Todes Jesu Christi und seiner Auferstehung. Oder mit anderen Worten, der Aufbruch des Menschen aus der Sklaverei, Narrativ Ägypten, aus der Sklaverei dieser Welt hinein in ein Leben unter der Führung Gottes. Und so, wenn wir Pessach oder Ostern feiern, haben wir immer die 2 Dinge. Das stellvertretende Opfer Jesu und die Reinigung des Volkes. Das zweite Fest, Shavuot, 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten, war das Fest, wo die Gesetzestafeln dem Volk Israel gegeben wurden. Ein Volk, das ein Gesetz hat, wird zu einer Nation. Sonst ist es eine lose Gruppe von Menschen, die aufgrund persönlichen Interesses miteinander unterwegs sind. Also das Volk Israel wurde zum Volk, als es von Gott den Rahmen für ihr Volksein empfang, die 10 Gebote. Am Pfingsten wiederum, Apostelgeschichte 2, gießt Jesus seinen Geist aus und gießt das Gesetz in die Herzen der Menschen. Das Gesetz ist nicht mehr Buchstabe, das Gesetz ist in den Menschen hineingegeben und diese Menschen werden zu einem Volk, dem Volk der Gemeinde Jesu.
dem Volk der Kirche Jesu Christi, aus messianischen Juden, aus Menschen aus den Nationen, aus Römern, aus allen Menschen, für die Jesus der Herr geworden ist. Und dieses Fest hat sich auch erfüllt, genauso wie Pessach. Für mich ist Pfingsten noch viel mehr verbunden mit diesem Freude, dass Gottes Schöpfungsgeist in diese Welt gekommen ist und durch den einzelnen Menschen auch Göttliches schaffen kann. Das dritte Fest, das Laubhüttenfest, das hat sich nicht erfüllt. Das Erntedankfest weist auf die Wiederkunft Jesu Christi hin, die Ruhe und Wiedervereinigung mit ihm. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Sukkot oder Erntedank feiern, sagen wir warten auf den Tag, wo Jesus wiederkommt. Und dieser Glaube, diese Verkündigung ist von größter Wichtigkeit, denn wir brauchen diese Hoffnung, dass wir nicht alleine sind in dieser Welt. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende und eine kraftvolle Woche.